Man muss Wachmänner nicht mögen, man muss auch Traditionen nicht mögen. Man muss aber auch nicht wie ein Idiot vor der Kamera posieren und das auch noch posten. Urlaub, Fotos, Fettnäpfchen. Wohl jeder hat seine Erfahrungen schon gemacht. Ich war mal in Frankreich im Urlaub in einer Kirche und hatte eine Sonnenbrille oben, so auf dem Kopf. Da wurde ich angesprochen, ich habe es gar nicht verstanden als erstes, war ja Französisch. Aber es war ganz lustig. Dann irgendwann habe ich es verstanden und dann habe ich sie abgesetzt. Ach so, ja, da war ich einmal in der Türkei. Da war Pamukkale. Da darf man nicht mit Schuhen auf dieses Salz. Habe ich einfach gemacht. Und dann von hinten auf Türkisch, mach das nicht. Und ich mit den Schuhen wieder zurück. Ja, das war mein Fehler im Urlaub. Als wir in die Arabischen Emirate eingereist sind, dass wir auch, sagen wir mal, Dinge im Koffer hatten, die nicht hätten dabei sein dürfen. Und das haben wir natürlich dann auch erst gesehen oder mitbekommen, als wir dann durch die Passkontrolle sind. Was waren das für Teile? Ja, alkoholische Getränke zum Beispiel oder bestimmte Zeitschriften, die dann alle auf dem Index standen. Die Behörden von Bali sind sauer, weil viele Touris ihre Kultur nicht respektieren. Sie posieren nackt an heiligen Orten, fahren ohne Helm mit nacktem Oberkörper. Für die Einheimischen ist das völlig daneben. Jetzt bekommen Einreisende Benimmregeln am Flughafen, kleine rote Flyer mit den 20 wichtigsten Regeln. Darunter auch, wenn eine Frau ihre Periode hat, darf sie heilige Stätten nicht betreten. Bleibt die Frage, wie das kontrolliert wird. Wer die Regeln nicht beachtet, kann aus dem Land fliegen. Unser erster Tipp: Sitten und Gebräuche beachten. Man krabbelt nicht einfach die Stufen der Maya-Ruinen hoch. Eine Touristin hat's doch getan. Ein Sicherheitsmann holt sie runter. Die Ruinen sind UNESCO-Weltkulturerbe und gehören zu den wichtigsten Städten Mexikos. Ihr Lohn: Sie wurde von Besuchern beschimpft, ausgebuht, mit Wasser bespritzt und mit Flaschen beworfen. Das Netz ist voller Beispiele, oft sogar noch selber gepostet. Ein dänischer Fotograf wird 2018 zum dämlichen Fotografen, als er nachts mit einer Frau die Cheops-Pyramiden hochklettert. Die Bauwerke sind den Ägyptern heilig. Angeblich soll das Paar dort oben auch Sex gehabt haben. Für die Behörden ein Verstoß gegen die öffentliche Moral. Unser zweiter Tipp: Kleidungsvorschriften respektieren. Ich war tatsächlich in der Kirche und hatte nur ein Trägershirt und musste dann etwas drüberlegen. Ich habe es erst letztens erlebt, da waren wir auf einer Kreuzfahrt gewesen. Da gab es halt die genaue Anweisung, dass bitte abends schon mit langer Hose etc. das Restaurant betreten wird. Und das war halt die Hälfte, sage ich mal, hat sich nicht an sowas gehalten. In der Türkei fand ich so am Pool, wenn dann, die deutschen Frauen so oben ohne lagen in der prallen Sonne, habe ich immer gedacht, das ist eigentlich irre. Das macht kein Türke, ne? Und das muss auch gar nicht sein, ne? Es gibt die Strände, wo man sich sonnen kann, aber dass ich da, wo die Einheimischen sind, muss ich nicht so. Die mögen das nicht, glaube ich. Ja, also da kann ich mich erinnern, in der Dominikanischen Republik, dass da also überall stand, bitte nicht oben ohne laufen, und dann viele das missachtet haben und haben sogar dann ihren Cocktail bestellt, oben ohne, das fand ich nicht gut. Wenn das Land das nicht möchte, dann respektiert man das, macht es halt auch nicht. Ich war in Kairo und wir hatten eine Moschee besucht und es war eigentlich bekannt, dass man sich halt entsprechend kleidet. Also man muss keine Kopfbedeckung haben, aber halt nicht schulterfrei. Es gab tatsächlich dann halt welche, die dann halt sehr knapp bekleidet, nur mit Bikini-Oberteil. Und die haben das aber dann so gehandhabt, die haben die dann separiert und hatten denen dann so eine Kutte übergestülpt, halt, wenn sie rein wollten. Halt. Ich finde, so ein bisschen Etikette gehört auch dazu, wenn man abends ins Restaurant geht, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt dazu angehalten ist, eine lange Hose und ein Hemd zu tragen. In Flipflops und kurzer Bermuda muss man jetzt vielleicht nicht abends zum Abendessen erscheinen. Und es gibt auch die, die völlig abdrehen, zeigt das Internet. Der wichtigste Tipp 3: Den gesunden Menschenverstand einschalten. Selfies und andere Fotos um jeden Preis, je waghalsiger, desto cooler. Alles, um die Daheimgebliebenen neidisch zu machen und um die Followerzahl zu vermehren. Oder Tiere anfassen, auch wenn das Pferd keine Lust hat. Oder nicht respektieren wollen, dass Krokodile auch wild sein können. Diese Reisegruppe musste immer näher ran. Passiert ist zum Glück nichts. Im Netz kann man übrigens herausfinden, welche Regeln und Befindlichkeiten für welches Land gelten. Respektvoll miteinander umgehen, das tut jedem gut, den Touris und den Einheimischen.